Wir sind heute bei Bärenbach unterwegs und erkunden die Naumburg. Eine Anlage ganz nach meinem Geschmack. Die Burg ist eine Gründung der Raugrafen oder auch Nahegaugrafen. Manchmal nannte man sie auch die Emichonen. Sie sollte ihre Besitzungen an der Alsenz schützen. Erstmals erwähnt wurde die Anlage 1146. Damals nannte sich Raugraf Emicho Graf von Nuenburg, was uns der Bedeutung des Namens der Burg näher bringt. Nämlich schlicht und einfach Neue Burg. Vermutlich war sie eine Neugründung der nahegelegenen Kierburg bei Kirn oder der leider abgegangenen Feste Hachenfels, welche einst gegenüber der Naumburg stand. Werner von Bolanden behauptete 50 Jahre später, er sei von Herzog Konrad mit der Burg belehnt worden. Dies war allerdings nur vorübergehend. Die Naumburg gehört zu den bislang wenig erforschten Burgen. 1934 wurden Teile der Fundamente freigelegt. Von 1986 bis 1994 fanden erneut umfangreiche Freilegungs- bzw. Sicherungsarbeiten statt. Dabei wurden Teile auch relativ frei rekonstruiert. Dazu gehört beispielsweise der Turm mit Aussichtsplattform. Mit großer Wahrscheinlichkeit gab es im Osten der Anlage einen Halsgraben, der mittels einer Brücke überquert werden musste. Der genaue Grundriss der einstigen Burg lässt sich jedoch bedauerlicherweise aufgrund der starken Veränderungen nicht ermitteln. Auch ist bisher unklar, ob die Naumburg original überhaupt über einen Bergfried verfügte. Für alle Entdecker gibt es wie immer einen Standortlink der Burg auf Google Maps. 1323 veräußerte Raugraf Konrad V. von der Stolzenburger Linie die Naumburg für 600 Pfund Heller an Erzbischof Balduin von Trier. Er bekam sie jedoch umgehend als Lehen zurück. Raugraf Heinrich von der Altenbaumburger Linie vererbte sie mit seinem anderen Besitz im Jahre 1325 seiner Frau, seinen Kindern sowie Graf Philipp von Sponheim-Bolanden, seinem Schwiegersohn. Die Raugrafen kamen in Geldnöte und veräußerten im Laufe des 14. Jahrhunderts nach und nach ihren Besitz. So gelangte die Naumburg im Jahre 1381 in den Besitz von Graf Simon III. Von Sponheim. Danach war sie nur noch Verwaltungssitz des Amtes Naumburg und gehörte zur vorderen Grafschaft Sponheim. Nach deren Aufteilung zwischen der Kurpfalz und Baden im Jahr 1706 erwarben die Markgrafen von Baden die Burg und das Amt Naumburg. 1776 wurde der Amtssitz jedoch schließlich nach Herrstein verlegt und die Naumburg verlor ihre Bedeutung vollkommen.
Der endgültige Niedergang folgte im Jahr 1803. In jenem Jahr wurde die Burg von französischen Truppen erobert und zerstört. Manche mögen ja, wenn Burgen groß sind. Ich mag solche Anlagen fast noch lieber. Etwas abgeschieden, dafür wunderbar ausgestattet mit Sitzbänken und Picknicktischen. Wunderbar für einen Ausflug. Ein Tipp für Wanderer: die Bärenroute, Vitaltour übrigens, führt an diesem Ort vorbei. Und das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir sehen uns bald.